Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch eventuell so ein T-Shirt zu bestellen. Schickt mir eine Nachricht und wir werden diese zum Frankfurt Stammtisch Allegris produzieren. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich die Themen. Die Themen sind: Lufthansa schlägt 18,5% den Piloten vor. Ryanair sagt Alkohol von England nach Spanien oder Großbritannien, muss man ja korrekterweise sagen. Machen wir nicht mehr, nur noch in der Belly. Dann haben wir ein China Eastern Angebot von Madrid nach Shanghai für schlanke 1.499 €. Ja, Business Class. Austrian Airlines freut sich über den nächsten 320 Neo. Und wir wissen auch, was Airbus sich vorgestellt hat als Nachfolger für den 380er. Und Qantas. Haben wir einen kleinen Film, nachdem gestern der große Erfolg war mit JetBlue, haben wir jetzt einen Qantas-Film und Qantas zeigt uns, wie die Kabine gerendert aussieht. Neue News zum Project Sunrise finde ich durchaus spannend. Dann lasst uns auch direkt all in gehen. Und zwar ist das Ryanair. Ryanair hat seinen Fluggästen angesagt, besoffen fliegen geht nicht mehr. Der Brite im Allgemeinen und auch im Besonderen ist wohl sehr trinkfreudig. Ich weiß noch aus alter Emirates-Erfahrung, dass Flüge nach Manchester regelmäßig Alkohol finished hatten. Also dass wirklich der Alkohol, der gekillt worden ist von den Passagieren an Bord. Und es wurde schon mehr gekeltert als auf anderen Flügen innerhalb Europas, hätte ich fast gesagt, von Dubai nach Europa. Aber Ryanair sagt, das geht so nicht mehr, denn man möchte es ja nicht wirklich, dass betrunkene Passagiere die Leute terrorisieren, vollkotzen, rauchen auf Toiletten, Türen während des Flüges versuchen zu öffnen, auf Passagiere pinkeln, wobei das eher so eine Air India-Spezialität ist, und die Crew belästigt und belustigt werden mit solchen Kollegen. Das ist dann in meinen Augen durchaus nicht akzeptabel. Auch geht es weiter mit den Briten natürlich, dass die Briten, wie ich ja schon sagte, schon ein krasses Völkchen sind, wenn es um Alkohol geht. Im April muss die Polizei eine Gruppe betrunkener Frauen aus Großbritannien in Manchester nach Teneriffa quasi begleiten, weil es da Probleme gab. Man hatte sich im Duty-Free mit Alkohol eingedeckt. Jetzt ist es aber so, dass man einen Schritt weiter geht bei Ryanair und sagt, dass jedes Handgepäckstück vor dem Betreten des Fluges auf Alkohol überprüft würde. Das erinnert mich so ein bisschen an Singapur, wenn es nach Australien geht, da wird auch auf Alkohol kontrolliert. Wer versucht, Bier, Schnaps, Wein oder andere alkoholische Getränke in die Kabine zu schmuggeln oder aber auch nur angetrunken oder betrunken wirkt, kriegt ein großes No, du nicht. Man kann die Flaschen natürlich im Frachtraum transportieren oder man kann natürlich auch die Flasche dann entsorgen, wenn man mitfliegen möchte. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, von dem Thema, dass man den Passagierinnen und Passagieren, wie muss man das eigentlich jetzt ändern, Passagierenden dort das vorschreibt, weil man sonst der Sache nicht Herr wird. Es ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, der Klientel, die Ryanair hatte, geschuldet und dem Klischee verbunden. Dafür danke ich Ryanair, dass sie da vorangehen und sagen, so nicht, Marie. Also ihr kennt ja meine Strategie, ich gebe den Alk, wenn ich ihn Alk konsumieren möchte, ab. Ist mir in meinem Leben relativ selten passiert. Und dann kontrolliert besaufen mache ich auch nicht. Ich trinke ja auch gar keinen Alkohol. Wer auf Stammtisch war, weiß ja, Lars trinkt keinen Alkohol. Ich nehme mir da immer einen Blaubeersaft. Prost darauf. Lecker. Was auch lecker ist, ist Lufthansa. Lufthansa hat seinen Piloten ein Angebot gemacht, 18,5% bis 2025, dass sich das so aufbaut, aufstaut, hätte ich fast gesagt, mit den Gehältern
Ich hatte ja von der Gefahr erzählt, dass es einen Streik gibt, weil es wirklich dort auch ein, wie heißt das nochmal, Friedenspflicht abläuft. So ist es richtig. Zwar nicht grammatikalisch, aber doch thematisch. Und das Handelsblatt hat halt berichtet, dass es dort von der Lufthansa ein Angebot gibt. Piloten hatten während der laufenden Tarifgespräche bereits zweimal eine Erhöhung von je 490 € im Monat bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass die an Armutsgrenzen sind. Und die Grundvergütung der ersten Offiziere von 5.751 bis 10.842 € pro Monat anziehen. Die Kapitänstabelle reicht von 11.416 bis 16.253 € pro Monat. Wir reden hier alles natürlich über Brutto, da geht alles von ab. Oder wenn jemand Kinder hat, müssen davon natürlich auch Alimente gezahlt werden. Höhere Bezüge für Offiziere im Karrierestau hat die Lufthansa natürlich nicht berücksichtigt, hier aber von der Vereinigung Cockpit gefordert wird, dass die berücksichtigt werden. Die Dienstzeiten sollen auch nochmal optimiert werden. 10 Tage pro Monat sollen planbar sein. Allerdings will Lufthansa bei Lufthansa Cargo hier Einschränkungen durchsetzen. 5000 Piloten sind natürlich dort im Zaum zu halten. Ich finde, es ist ein Luxusproblem. Wenn ihr im Sommer anfangt, wo wir Ferien haben, zu streiken, finde ich das durchaus unangemessen. Die Vereinigung Cockpit kann natürlich auf der anderen Seite auch behaupten, die Lufthansa spiele auf Zeit, weil die nicht natürlich da jetzt gekommen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt, sondern die sind ja quasi schon gefühlt seit Jahren da dran, das Ding zu machen, dass man eine neue Vergütungsstruktur und Gehaltssteigerung macht. Wir erinnern uns auch an den Fehler von Carsten Spohr, dort dann auch den PPV, glaube ich, hieß das Ding, zu kündigen, hat er ja auch selber eingesehen. Was auch eingesehen worden ist, ist bei der Austrian Airlines. Bei der Austrian Airlines ist es so, dass die Austrian Airlines, die haben eine, nennen wir es mal, interessante Flottenstruktur gehabt. Alte Maschinen, alte Buden, 777-200, 767er und dann noch seelenlose 320er, die natürlich problemlos flogen, aber da nicht so fliegen können, dass sie mit den neuesten Spritverbräuchen mithalten können, also damit eine hohe Kostenstruktur haben. Lufthansa hatte dort ein Nachsehen und hat gesagt, oder wie heißt das, ein Einsehen, denn Auer hätte sonst das Nachsehen, so ist es richtig. Man hat jetzt 4 320er Neos, die man bekommen soll, und die dritte ist jetzt gerade gestern ausgeliefert worden. Die Maschine ist mit dem Kennzeichen Oscar Echo Lima Zulu Quebec auf dem Flughafen Wien gelandet. Man wird bei der Lufthansa Technik, beziehungsweise in dem Fall ist es ja die Austrian Technik, für den rot-weißen Flieger alles so weit machen, dass man alles schick macht und dann mit dem Flieger auch los kann. Freue mich für die Auer, dass sie jetzt wirklich auch ordentliches Fluggerät haben. Freuen wir uns auch, wenn die 787 bekommen. Dann wäre da auch wieder alles im Lot. Wo was im Lot ist, ist bei den 380-Freunden. Airbus hat sich dazu geäußert, welcher 380 Nachfolger kommen soll, und hört, der A350-1000 kann den A380 ersetzen, aber auch die 777-300ER. Airbus hatte bei dem Programm auf echte 400 Sitze verzichtet. Stattdessen will Airbus den 350-1000er als Nachfolger der beiden Flugzeuge, die ich genannt habe, einsetzen, notfalls in einer verdichteten Economy-Kabine. Naja, nun gut, High-Density-Bestuhlung 10 Breast, das ist natürlich ein Problem. 4 Rumpfmeter gestreckt auf 45 Sitze, mehr als die 350, wollte man ja eigentlich die A350-2000 bringen, aber das ist aus den Büchern raus. Man hat gesagt, man möchte aber das Projekt nicht weiter verfolgen. Die 350-1000er ist das Flaggschiff-Produkt. Wenn man sich das Medienbriefing in Paris auf der Airshow angehört hat, dann ist das natürlich spannend. Mit dem Verzicht auf den echten 400-Sitzer überlässt Toulouse natürlich der 777-9 das Feld. Und klar, man hat in dem letzten Update die Kabine, und man sieht ja auch den Platz zwischen der Außenhaut
und der Druckkabine, man hat das nochmal verkleinert innen drin, dass dort wesentlich mehr Platz ist. Es ist wirklich kein vollwertiger Ersatz für die 380er, wenn man ehrlich ist, weil man muss ja auch sagen, dass die nicht dafür geeignet sind, die Passagierzahlen mitzunehmen, ne? Aber wir wollen uns jetzt nicht streiten. Das ist halt das Größte und Tollste, was Airbus zu bieten hat. Lieferfenster sind im Moment auch interessant. Emirates hat sich auf das Flugzeug mit bis zu 150 neuen Großraumflugzeugen besonnen und will dann halt bis 2032 die A380-Flotte ersetzen. Bin mal gespannt, wie das passiert, ob das wirklich ein Ersatz wird. Aber für eine andere Fluggesellschaft wird es mit der 350 relativ ernst im Project Sunrise. Ganz genau. Da wollen wir doch mal direkt reinschauen, was die Qantas mit der Wellbeing Zone meint. Und da gibt es ein Video. Hier kommt das Video. Da muss ich den Ton wieder anmachen. A New Dawn of Travel. Und da müsst ihr einfach mal gucken. Man hat jetzt die Kabine gezeigt, was man designt hat. Und man möchte damit von Sydney nach New York und London fliegen von 2025. Die Qantas First sieht natürlich relativ geil aus. Eine Private Suite mit dem luxuriösen Finish. Achtet aber auch übrigens auf die Apple-Produkte, die gleich gezeigt werden. Ich finde das amüsant. Das Projekt ist soweit, dass man 238 Passagiere bis zu 22 Stunden nonstop von Australien auf jede Destination der Welt fliegen möchte. Ich finde diese Anmutung der Kabine richtig schick, muss ich sagen. Auch der Tisch, der aus der Seite rausklappt, ist eine relativ coole Geschichte. Der Ottoman, der da mit 2 Leuten genutzt werden kann, ist auch relativ geil. Auch ein Bett neben dem Sitz ist natürlich State of the Art. Gefühlt ist die Kabine nicht ganz so groß wie bei Singapore Airlines, aber es ist schon okay. Auch die Business Class, wenn man sieht, ist optisch, ästhetisch sehr geil mit einer Tür, die man schließen kann. Auch hier wieder ein Sitz am Fenster, ein Sitz am Gang und man nennt dieses Architectural Feature Light auch cool. 32-Inch Fernseher, 18 Inch in der, also First Class von 32, glaube ich. Hier ist es jetzt 18. Einen großen Tisch zum Arbeiten. Auch hier wieder das MacBook passend. So stellt man sich den Kunden vor. Und wir gehen weiter durch die Kabine in dem Rendering, wo sie eine Art Selbstbedienungsladen haben. Und das sieht doch relativ einladend aus. Im Gegensatz zu den Freunden von Ryanair gibt es dort Alkohol anscheinend im Selbstausschank. Aber das glaube ich jetzt nicht. Da seht ihr auch, dass man das Gerät natürlich dann auch kabellos laden kann. Man hat auch eine Glovebox. Ich bin ja jetzt kein Freund von diesen Gloveboxen, weil ich immer die Angst habe. Übrigens auch hier wieder ein 2-Meter-Bett, genau wie in der First Class auch. Ist jetzt nicht wirklich so prickelnd. Ich habe immer Angst, wenn es so viele Fächer gibt, dass ich Sachen verliere. Dann gibt es hier nochmal eine Premium Economy, die relativ cool ist in meinen Augen mit Seitenscheuklappen, dass man den Nachbarn nicht wirklich direkt sieht, mit einem kleinen Tisch, wo man was abstellen kann. Aber 22 Stunden in der Premium Economy ist schon krass. Aber wenn wir uns das angucken, mit einem 13,3er Inch Bildschirm, 40 Inch Seat Pitch. Jetzt kommt das, was cool ist, das ist diese Wellbeing-Zone. Und bei der Wellbeing-Zone ist es so, dass man dort auch natürlich Refreshments bekommen kann, wenn man selber sucht, aber auch hier eine Art Movement Area, wo man sich selber bewegen kann. Gedacht ist es wirklich für die Economy-Passagiere der Qantas, die dann in diesen Sitzen mit 33 Zoll Beinfreiheit leben müssen. Man hat 6 verschiedene Möglichkeiten, den einzustellen, kann sein persönliches Gerät unten anhängen. Das finde ich mal relativ cool, weil dann kann man nämlich wenigstens schauen, ohne dass man den Tisch draußen hat. Essen sah ja auch ganz lecker aus, 13,3 Inch Entertainment ist schon relativ cool und ihr seht, das ist auch ein 350er. Also hier wieder ein interessantes Produkt, die mich dann auch direkt zur Frage des Tages bringt, bevor ihr mich seht. Wie findet ihr Qantas A350?
Da bin ich wieder im Bild und stelle fest, ich habe vergessen, die Frage des Tages in den Chat rein zu kopieren. Machen wir natürlich sofort, damit ihr da direkt drauf kommentieren könnt und dass man dann das Ganze noch anpinnt, damit ihr es auch seht. Ich bin ganz fasziniert von der Kabine. Ich muss ganz ehrlich sagen, Premium Economy würde ich jetzt nicht 22 Stunden fliegen wollen. Business Class schon eher, finde ich relativ cool. First Class ist ein bisschen too much, finde ich persönlich, weil das Bett ja auch 2 Meter ist. Ist ein Tucken breiter, weil es auch den Sitz separat hat, hat auch mehr Platz, gebe ich ganz offen zu. Aber Business Class reicht. Wobei wir natürlich auch immer im Gedanken haben müssen, das ist OneWorld. Wer mit Finnair fliegt, kriegt da natürlich seine Vorteile. Wer aber mit Starlines fliegen will, kann eventuell mit Turkish Airlines fliegen. Die fliegen ja auch nach Down Under. So, bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Weiter geht es mit Accor. Accor hat eine Promotion jetzt für den Sommer aufgelegt, für die lustigen Zeiten in Dubai. Das Wetter ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich da hin möchte. Ich selber habe viele Sommer und auch Ramadan verbracht in Dubai. Und man kann da jetzt, wenn man bis zum 15. September übernachtet, 4-fache Punkte bekommen. Denkt dran, wenn ihr bei den Freunden unten übernachten wollt. Die Punkte ist so, dass man natürlich sagen muss, sind hart verdient mit den Temperaturen. Die Hotelraten sind günstig. Und natürlich ist es so, dass die Hotels auch nicht ganz so voll sind. Also insofern, wenn man drinnen bleiben möchte, nur Shopping machen möchte oder irgendwas, ist das eine coole Zeit für unten. Auch um so ein bisschen 2-3 Stunden nochmal an den Strand zu gehen. Auch cool, aber denkt dran, Flipflops und den ganzen Quatsch nicht vergessen, weil du verbrennst dir echt die Füße. Das ist so scheiße heiß. Aber ich wollte euch den Dealzone auf jeden Fall, Entschuldigung, Dealzone, ist schon ein Dealzone? Die Punkte-Promotion nicht vorenthalten. Jetzt gibt es aber zum Dealzone, das ist jetzt auch ein guter Übergang, um 18 Minuten und 18 Sekunden in der Sendung. Da haben wir den Deal mit den Freunden aus Madrid nach Shanghai. Ich gebe euch das Bild, hier haben wir es, da 6.393 Meilen hin und zurück. Wichtig ist bei dem Deal zu beachten, einmal der Preis, 1.499 Meilen, Buchungsklasse ist I. Restriktionen sind nicht wirklich da, aber Verfügbarkeiten ab September, ab Madrid, Minimumaufenthalt 5 Tage, 12 Monate Maximalaufenthalt. Finde das ein cooler Preis, Cancellations liegen bei 300 Euro. Bei No-Show sind es 2000, die gezahlt werden und Änderung geht für 150 Euro. Wenn ihr ändern wollt, nachdem ihr da nicht aufgetaucht seid, solltet ihr aufpassen, da kostet nämlich nochmal 1000, aber billiger als das Ganze zu verlieren. Es handelt sich natürlich hier um SkyTeam, da sollte man gucken, Madrid und dann weiter nach Shanghai hin und zurück. Als Material übrigens, was dort geflogen wird, kann ich euch jetzt leider gar nicht sagen, was dahin geht. China Eastern gibt er mir gerade nicht, oder sagt er mir das? Nee, ich sehe es leider nicht, aber ihr seht selber die Meilen, 41.072 bei China Eastern selber. Bei Aeromexico 26.000 paar kaputte, 25.000 bei Delta. Bei Air Europa 19.140, 16.588, das ist die Mehrzahl der Fluggesellschaften. Aeroflot, China, Middle Eastern, Saudi, Xiamen und dann natürlich Aerolinas, Czech Airlines. Und dann gibt es ein bisschen Abschlag mit 15.590 bei Japan Airlines, Garuda, Vietnam, Flying Blue. Und bei Korean gibt es nur 12.760. Und die Freunde von Qantas 0. Interessant. Damit sind wir auch schon in der heutigen Sendung wieder durch und wir kommen jetzt natürlich auf eure Fragen und Sorgen, Ängste und Nöte. Und damit ist aber vorher nochmal die Frage des Tages zu melden. Was haltet ihr von der A350 von
Qantas. Was haltet ihr von dieser komischen Wellbeing-Zone? Ich selber finde ja diese Checkout, hätte ich fast gesagt, diese Selbstversorgungszone finde ich relativ cool, weil wenn man aufsteht und dann sich ein paar Sachen holen möchte, ist das schon auch alleine bei 22 Stunden interessant, wenn man da ein bisschen gehen kann, damit man bei so einem ultra langen Flug ein bisschen Bewegung kriegt und vielleicht auch Bewegung, Kalorien verbraucht, seine 10.000 Schritte kriegt. Ja, natürlich. So, jetzt ist aber genug gesabbelt mit 21:30. Habe ich auch eingetragen, damit ihr auch wirklich eure Zeitzonen habt. Da gehen wir doch mal rein, was ihr geschrieben habt. Hallo Stadtbär. Das passiert auch natürlich gut. Spitzer Weingut. Ich glaube Weingut, ne? Soll das heißen, das N fehlt. Passt natürlich zu den Themen mit Saufen. Also insofern willkommen. Dann Sven, Wen Sheng Hao oder auch guten Abend. Ja, da sagen wir doch Hallo. Passt natürlich auch zu dem Ticket. Hallo Ronny. Hallo Bernhard. Hallo Matthias. Und hier natürlich nochmal ein besonderer Dank an Frank für den Superchat von 2,49. Und da grüße ich. Vielen Dank dafür. Jörg macht Jödel die Dö und John Fraser grüßt aus Wien. Ich wusste doch, dass Österreich war, gell? Ja. Hallo Armin. Kein Alkohol. Hörner-Whisky nur alkoholfrei, das ist richtig. Das ist auch nur aus medizinischen Gründen, deshalb zählt das nicht als Alkohol, weil du brauchst es zur Verdauung, du brauchst es einfach, damit dein Organismus mit dem Essen klarkommt, besonders wenn es um Currywurst sich handelt. Wenn Rainer die angetrunkenen Insulaner nicht mehr nach Mallorca fliegt, nehmen die Engländer halt Tui Fly, die nehmen bestimmt jeden mit. Ja, das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, aber des einen freut, des anderen leid. John Fraser schreibt, da gibt es dann wohl auch keine Fanflüge zu Fußballspielen mehr. Condor hatte für die Eintracht Flug nach Sevilla die 5-fache Menge an Bier geladen. Ja, das war wahrscheinlich auch wegen Brewdog, weil man die Promotion gemacht hat. Ja, das ist Hörner T. Sven hatte da auch was gesagt, und zwar Hochsitz. Irgendwas, er wird es gleich reinschreiben. Ich würde das nochmal sagen. Vom Fass, minus 18 Grad, glaube ich, sollte es sein, ist die Idealtemperatur, wenn man es medizinisch einnimmt. Dann, da kommen noch steuerfreie Zulagen Spesen hinzu, sowie Überstundenvergütung. Das ist mal eine Stange Geld. Ja, das ist so. Also das Geld, was die Piloten vorne in ihrem Käfig für Käfighaltung bekommen, ist schon eine krasse Nummer. Wir wollen Freddy nicht fragen, was er als Schmerzensgeld bekommt für seine Positionierung. Dann Ingo, Hallöchen. Wenn die Auer mit der 787 auf Fernstrecke gehen wird sie mit Sicherheit eine attraktive Carrier als Eurowings Discover, die noch mit älteren ja, das steht. Kundenfang, das finde ich gut. Das ist geil. Beförderungsfall. Quasi ein Beförderungsfallfänger. Beförderungsfallfänger, ja, so ist das. Dann hoffe ich mal, dass Airline Service an die Tarifänderung anpasst. Nö, da kannst du von nachts träumen. Guido hat das auch direkt als Traum erkannt. Das sah schon lecker aus, was du mir an Bildern geschickt hast. Ich esse ja keinen Fisch, das war ja Lachs, was du auf dem einen Bild hattest, aber es sah zumindest appetitlich aus und war auch so, dass man sagt, Do & Co. hat geliefert. Da nicht nur TK, da gibt es noch weitaus bessere Airlines. Dann Qantas First, da ging es Allegris gleich wieder schon. Lass uns doch erstmal Allegris anschauen, bevor wir darüber urteilen an unserem Dienstag. Das ist ja schon übernächste Woche, am 27. Dienstag, ne? Dann, Jörg sagt einfach geile Bude. Ja, für geile Säue, geile Buden. Allegris-Fan, so viel Zeit muss sein. Genau, das eine L war zu wenig. Das ist korrekt, mir fallen innerhalb Europas weniger andere Airlines, die so ein Produkt haben wie TK. Sven hat nochmal das L nachgeliefert. In Europa geht es zum Top-Produkt. Der Sitzplatz wäre perfekt, wenn ich noch drin sitzen.
Jetzt ist die Frage, was ist besser, im Sitzen ein Stehen haben oder im Stehen ein Sitzen haben? Klingt für mich eher so, dass du ein Sitzen haben würdest. So, dann Frank. Die Qantas-Kabine sieht einfach umwerfend aus. Qantas, übrigens ohne U. Qantas. QA. Qantas ist eh schon die 5 beste Airline laut Skytrax. Die Kabine gibt der Airline nochmal einen ordentlichen Schub. Ja, das ist absolut richtig. Qantas war schon immer eine gute Airline. Geile Bude, Business auch gut. Vorbild für andere Airlines zu werden, die setzen eine Benchmark. First-Class-Kombi mit dem Bett ist schon geil, aber die Preise werden sicherlich bei 10.000 aufwärts sein. Ja, man weiß es immer nicht so ganz genau. Vielleicht kann man da was mit Upgrade regeln. Naja, 24 Stunden von der Ausreise, um was zu genießen. Ist halt der schnellste Weg, ne? Ohne Zwischenlandung. TK würde ich eher nicht nach Down Under fliegen. Qantas erste Wahl, dann eventuell SIA oder NZ. Mit Qantas kommt da das Gefühl rüber. Skytrax ist nicht ernst. Naja, die machen die Bewertung nicht selbst. Das kommt halt darauf an, wie viel du zahlst, ne? Wir erinnern uns ja noch, wie der lustige Carsten mit dem Schild darum lief und alle diese 5-Sterne-Button hatten. Übrigens jetzt nochmal dran denken, Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter, ganz wichtig. So. The Well-Being Zone, so eine geile. Ja, nur die Frage ist, wenn du da anfängst, auf einmal mit 200 gefühlten Passagieren Step Aerobic oder irgendwas zu machen, ist der Platz ein bisschen zu gering. Das Problem bei Qantas, ein A, kein U nach dem Q. Qantas, auch bei Qatar, kein U. Boah, das tut weh. Über dem US-Luftraum sind Ansammlungen im Flugzeug verboten. Wie machen die das denn? Es sind sogar schon Ansammlungen verboten im Flug nach dem USA. Ah ja, genau hier. Das war's. Hochsitz Cola. Das ist Jägermeister. Auch ein geiler Spruch. Das weiß ich. Deshalb nochmal Autokorrektur kontrollieren und der Autokorrektur auf die Finger hauen. Vielleicht sollten wir ein T-Shirt machen. Qantas und das U durchstreichen und drunter schreiben. Kein U. No U. What part of U do you don't understand? So, dann Wellbeing-Zone, vermutlich eine coole Dating-Zone, das weiß ich jetzt nicht. Der Wiener im Allgemeinen, ich weiß nicht, ob der da in der Wellbeing-Zone so... Also ich weiß nicht, ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, ob man in der Wellbeing-Zone die Hot Chicks so findet, wie du das vorstellst. Ich hoffe nicht, dass du enttäuscht bist. Naja, nun gut. Dann danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Eure Kommentare dagelassen habt, auch die Kommentare dagelassen habt zu meinem Interview mit Finnair mit Pekka Anttila. Gucken wir mal, ob wir mit dem Christopher Siegloch von der Lufthansa auch einen Termin vereinbart kriegen und da auch mal ein paar Fragen stellen können und schauen können, was die Lufthansa sich dabei denkt. Und morgen wieder auf der Sendung und am Sonntag kommt Mario wieder dazu und dann haben wir wieder den Sky High Talk. Also, danke, bis morgen in Alter und in Frische und nochmals danke an den Kollegen Frank für den Superchat. Leider nimmt YouTube 30%, die Nasenbären. So, aber danke dir. Wann treffen wir uns eigentlich persönlich? Du kommst da unten, Frankfurt? Aber bis dann und Gruß nach Bremen. Also bis dann, danke und ciao, ciao. Jetzt bin ich mal raus. Hier, zack.